an erster Stelle ist es wirklich das Holz, das mich fasziniert nach wie vor. Wenn ich eine neue Lieferung aus Italien oder aus Griechenland kriege, dann freue ich mich mal wie Weihnachten. Mache ich das Paket auf und schaue, oh, was ist drin. Stücke, die ich nicht haben will, und oft sehr schöne Stücke, denke ich, ja, da kannst du dies und das draus machen. Und das ist immer das Material, was mich als erstes wirklich anspricht. Und das hört auch nach so vielen Jahren nicht auf, tatsächlich. Und dann daraus natürlich meinem Empfinden nach was möglichst Schönes draus zu machen. Das ist ein bisschen wie Bildhauerei. Nicht? Man nimmt das weg, was man nicht braucht, und übrig bleibt hoffentlich in dem Fall eine schöne Pfeife. Ja. Das ist Bruyère-Holz. Ein besonders schönes, hartes Holz. Kommt aus dem Mittelmeerraum, genannt Baumheide. Ja. Wächst dort wild in der Macchia. Bis wir es brauchen können, um eine Pfeife draus zu machen, sollte der Baum so 30, 40 Jahre alt haben. Ich habe so ein kleines Exemplar hier. Sieht so aus. Ein Baum, eher buschartig, und bildet eben eine Knolle aus als Wasserspeicher. Normalerweise fußballgroß. Rund ums Mittelmeer ist es ja doch sehr heiß und trocken, und wird dann dort ausgegraben, auf Lastwagen gepackt und dann zum Sägewerk gebracht, zu den sogenannten Coupeuren. Da gibt es ein paar in Italien noch, in Griechenland, und die lagern das Holz bei sich im Keller, halten es feucht, ein Vierteljahr ungefähr. Das braucht das Holz, um zur Ruhe zu kommen, und dann wird es in Stücken geschnitten, so wie jetzt hier. Genau. Also die Knolle hat eine Maserung, die aus der Mitte nach außen wie eine Sonnenstrahlen sozusagen geht. Das bringt zwei Pfeifenformen hervor. Einmal, wo die Köpfe sich nach oben verjüngen oder ausstellen. Und ich möchte gern so ein eiförmiges Modell machen, und der Klotz ist hervorragend dafür. Eine schöne, enge, dichte Maserung. Von außen ziemlich sauber, wenig Fehler. Und ich glaube, der wird gut klappen. Ja. Das Besondere an den Pfeifen von Cornelius Menz: er arbeitet sie komplett freihändig. Und zwar vom Klotz bis zur fertigen Pfeife. Freehand ist da der Fachausdruck. Das beginnt schon beim Einzeichnen. Keine Vorlagen, keine Schablonen. Also bei den Pfeifen, so wie ich sie mache, arbeite ich nach der Maserung des Holzes tatsächlich. Im Grunde gibt die Maserung die Form schon ein bisschen vor. Und oft ist es so, ich habe eine Idee und suche den passenden Klotz dafür aus. Oder aber ich nehme einfach ein Stück schönes Holz, mache es nass, gucke die Maserung an und schaue, was lässt sich daraus machen. Ja. Das sind dann die sogenannten Vogelaugen, kennt man auch von anderen Maserhölzern. Und was die Pfeife nachher besonders schön aussehen lässt, wenn die Maserung harmonisch mit der Form ist. Beim Sägen zeigt sich zum ersten Mal, ob der Klotz hält, was er verspricht. Ein Makel in der Maserung, und Cornelius Menz muss sich was Neues einfallen lassen. Ein Fehler kann durchaus einen auf eine andere Fährte bringen. Ja, dass man von der ursprünglichen Form abweicht, weil ich das dann einfach wegschleifen will. Und so sind auch schon gute Formen entstanden. Oft genug ist es allerdings so, dass die Fehler sich nicht wegschleifen lassen und die Pfeife im Laufe der Bearbeitung immer kleiner wird und dann nachher eigentlich unbrauchbar wird.
diese Freehand-Pfeifen, so wie ich sie mache, entstehen im größten Teil hier an der Schleifscheibe. Dass ich eine Bandsäge die grobe Form vorsäge, sozusagen modelliere, das wegnehme, was ich nicht haben will, hoffentlich möglichst wenig Fehler finde und wirklich schon die Form hier fast vollende sozusagen. So. Und es ist genau das passiert, was ich nicht gut leiden kann. Ich habe einen schönen großen Fehler gefunden. Ja, das ist der richtig tiefer Einschluss, ein ganz tiefer Fehler. Ich habe ihn versucht wegzuschleifen, aber das ist nicht möglich. Der wird wahrscheinlich noch mindestens einen Zentimeter, wenn nicht noch mehr, den Holm hier reinragen. Und das zwingt mich, nochmal von vorne anzufangen. Ein neues Stück Holz auszusuchen. Ja. Ist das ein schlimmer Moment für dich? Früher, das war viel Geld investiert in Materialien und Zeug. Und wenn dann sowas war, ich habe mich aufgeregt. Ich habe in den großen Schraubstock die Sachen geklemmt, bis sie geplatzt sind und in der Gegend rumgepfeffert. Ja. Mittlerweile ist es einfach so, das gehört einfach dazu. Es ist eher unwahrscheinlich, dass man nichts findet, ja, und wirklich durcharbeiten kann. Das passiert eher selten. Ja. Das ist ja auch ein Arbeiten mit einem Stück Natur. Ja, und das macht ja auch die Spannung letzten Endes aus. Wird das so, wie ich es mir vorgestellt habe, oder nicht? Oder muss ich es umändern? Hier ist der Fehler nun wirklich zu groß. Ja. Das heißt für den Pfeifenmacher wieder ganz von vorne beginnen. Einen neuen Klotz aussuchen, in Form sägen, schleifen und hoffen, dass es diesmal klappt. So. Und bist du glücklich, Cornelius? Ja. Die ist noch besser als die erste. Ja, wirklich fehlerfrei, ein bisschen größer, eine schönere Form, eindeutig. Ja, das wird gut. Ja. Jetzt zeichne ich die Linien an, die ich brauche, um sie bohren zu können, gleich an der Drehbank. Ja. Ich zeichne mir die Mittelachse ein, ringsherum, und dann die Linien, die den Bohrungen folgen. Für das Tabaksloch brauche ich eine Linie, für den Zapfen vom Mundstück brauche ich eine Linie und für die kleine Bohrung, die 4 mm hat, der sogenannte Rauchkanal, wo man nachher durchraucht. Und die müssen gut sitzen. Nicht? Also da kann es auch sein, dass ich ein paar Mal zeichnen muss, dass das wirklich stimmt. An der Drehbank wird sich der Pfeifenbauer jetzt Schritt für Schritt ins Innere der Pfeife vorarbeiten. Mit einem kleinen Bohrer zentriert er die Stellen an Holm und Kopf der Pfeife, wo er mit Bohrern in unterschiedlichen Größen und Formen das Holz aushöhlen wird. Mit nassen Händen lässt sich das Werkstück besser festhalten. Zuerst bohrt er das Zapfenloch für das Mundstück, freihändig. Immer muss er darauf achten, in der Flucht zu bleiben, nicht zu verkanten, damit am Ende das Mundstück nicht schräg steht.
dritte Bohrer ist der leicht konisch zugeschliffene Löffelbohrer fürs Mundstück. Der ist relativ kurz, macht eben eine leicht konische Bohrung, in den halt auch der konisch geformte Zapfen vom Mundstück eingepasst wird. Kann man sich vorstellen wie eine Apothekerflasche mit diesen eingeschliffenen Glasstöpseln. Eine Verbindung, die gut hält und sich auch wieder leicht lösen lässt. Das ist der Gedanke dahinter. Gibt es einen englischen Begriff für Army Mount? Früher die Soldaten, die Pfeife geraucht haben, haben die Pfeifen zerbrochen oder die Mundstücke zerbrochen und dann kam eine Pfeifenfabrik drauf, wenn sich das leicht lösen lässt, dann können die das einfach auseinander machen, in die Tasche stecken und es geht nichts kaputt. Und das ist bis heute eine gute Lösung. Ja. Das Zapfenloch löffeln die Bohrer regelrecht aus. Für den Rauchkanal muss er noch tiefer ins Holz eindringen. Ich muss also die Länge gut abmessen von dem Rauchkanalsbohrer, der ist ja sehr lang meistens, wenn die Pfeife eine gewisse Länge hat. Und da muss ich mich gut konzentrieren, muss auch die Drehbank auf eine hohe Geschwindigkeit bringen, damit es richtig sauber schneidet und bohrt. Und dann fahre ich da diesen Rauchkanal entlang bis in die Mitte des Kopfes sozusagen. Und dann bohre ich jetzt mit dem gleichen Bohrer, mit dem Rauchkanalsbohrer 4 mm, oben, wo nachher das Tabaksloch gebohrt wird, auch rein, bis sich der Rauchkanal und die kleine Vorbohrung vom Tabaksloch treffen. Das braucht einfach wirklich ein bisschen Übung und Erfahrung, in welche Richtung ich beim Bohren auch drücken und ziehen muss, dass es eine gerade Bohrung gibt. Das ist aber so eine Gefühlssache, lässt sich schlecht erklären. Ja. Das ist echte Handwerkskunst. Bohren, freihand. Die beiden Rauchkanäle dürfen sich nicht verfehlen, müssen genau aufeinandertreffen. Ich könnte auch wie ein Drechsler diesen Holzklotz einspannen in die Drehbank und dann abdrehen. Und dann habe ich auch eine Pfeife und dann kann nichts schief gehen, weil die Maschine und die Bohrung führt. Und bei dem Freihändigbohren ist viel Übung dabei. Weil ich mache ja auch asymmetrische Pfeifen, also Dinge, die man gar nirgends einspannen könnte, muss ich in der Hand halten. Und so bin ich vom Entwurf oder vom Arbeiten ziemlich frei. Natürlich an die Gegebenheiten der Bohrung gebunden, dass ich überall genügend Holz drumherum habe und es nicht zu eng oder zu dünn wird. Das sind so die limitierenden Faktoren, aber so bin ich sehr frei.
Die Bohrungen sitzen sauber. Ich bin in der Flucht geblieben. Der Rauchkanal ist schön mittig unten in der Tabakskammer. Auch im Tabaksloch ist kein Fehler. Also das ist wirklich ein schöner Klotz durch und durch. Und super. Gute Arbeit kann man schmecken. Ja, natürlich. Eine gute Bohrung ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass die Pfeife überhaupt gut funktionieren kann. Ja. Natürlich kommt dann hinzu, wer die Pfeife raucht. Ja, das macht natürlich auch viel aus. Jemand, der geübt ist im Pfeife-Rauchen, kann auch vielleicht aus einer Pfeife rauchen, die nicht so gut gebohrt ist. Aber es funktioniert auch natürlich nicht jede Pfeife gleich gut tatsächlich. Also ich habe doch Kunden, die alle schon lange rauchen und viel rauchen und sich gut auskennen. Und die sagen mir manchmal auch, die eine Pfeife von dir ist toll, die andere nicht so gut. Und ich könnte noch nicht mehr wirklich sagen, warum. Denn eigentlich sind sie alle aus meinem Empfinden heraus alle sehr gut gemacht. Nicht? Aber trotzdem bleibt immer so ein kleiner Rest, den ich nicht wirklich bestimmen kann. Ja. Cornelius Menz ist in Reutlingen aufgewachsen und er ist geblieben. Lebt hier mit seiner Familie und hat sich im Gewerbegebiet der schwäbischen Stadt seine Werkstatt eingerichtet. Hier tüftelt er an neuen Modellen und daran, wie er sie noch schöner und perfekter machen kann. Eine Pfeife soll ja auch optisch ein Genuss sein. Beim nächsten Schritt passt er einen Messingring rund um das Zapfenloch des Mundstücks ein. Nicht nur zur Verzierung, damit es schöner aussieht, sondern auch, weil der Ring der Bohrung mehr Halt gibt. Der Handwerkskünstler gibt ungern was in fremde Hände. Selbst das Mundstück macht er selbst. Das Besondere ist, dass es eigentlich auch wie das Holz ein Naturmaterial ist. Man nimmt Schwefel und Kautschuk und vulkanisiert das miteinander. Das ist weicher als Acryl, was ähnlich aussieht, aber eben wirklich ein Plastik ist oder ein Kunststoff, das einen viel härteren Biss hat. Zwar länger den Glanz behält als das Ebonit, aber das ist das schönere Material, eindeutig. Es werden auch Klarinettenmundstücke und Saxophonmundstücke draus gemacht. Füller, ja.
An der Drehbank fräst er das zukünftige Mundstück grob in Form. Das wird mal der Zapfen werden, der das Mundstück mit dem Pfeifenkopf verbindet. Jetzt bohre ich von der anderen Seite mit einem 3 mm Bohrer bis so ungefähr 1,5 cm vor das andere Ende rein. Und das ist im Grunde der Rauchkanal im Mundstück, durch den ich nachher dann den Rauch ansauge, muss man ja wohl sagen. Cornelius Menz hat ein Betriebsgeheimnis. Was wir nicht drehen dürfen, ist, wie er die konische Form des Zapfens hinbekommt. Den Stöpsel, der später perfekt in den Holm des Pfeifenkopfs passen wird. Der Army Mount. Das Mundstück schleift Cornelius immer feiner. Zuerst an der Scheibe. Im fertigen Zustand ist es wichtig, dass es einen möglichst schmalen Biss hat, dennoch die Luft richtig gut und frei strömen kann. Dann kann die Pfeife vorne noch so schön sein, ohne ein gutes Mundstück bringt es das nicht. Ja. Schnitzarbeiten. Unter Zeitdruck geht nichts beim Bau einer Pfeife. Alles braucht seine Weile. Es sieht so aus, als ginge ihm das alles ganz leicht von der Hand. Mittlerweile kann ich es gut. Das war eine lange Lernkurve tatsächlich, bis das mir gut gelungen ist. Es ist immer eine Fleißarbeit irgendwie, die aber wirklich dazugehört. Und ich freue mich am Ende tatsächlich immer, wenn es dann gut geklappt hat. Manchmal schlafe ich auch zu tief und dann kommt der Rauchkanal durch. Oder beim Polieren merke ich dann auch, es ist doch zu wenig Material und das drückt sich oben ein. Und dann muss ich das Mundstück nochmal komplett neu machen.
Was ich hoffe, das bleibt mir diesmal erspart. Ja. Das heißt ja, du baust die besten Mundstücke der Welt, gell? Ja. Haha, also ich gebe mir wirklich viel Mühe. Denn ich kenne das ja selber. Ich rauche ja auch doch selber Pfeife. Und habe natürlich meine eigenen, aber auch von anderen Pfeifen. Und ich rauche die Pfeifen gern, die sich gut im Mund halten lassen und die gut ziehen. Und deswegen muss ich mir Mühe geben. Und ob es die besten der Welt sind, das glaube ich nicht. Aber schlecht sind sie nicht. Feinarbeit. Die wartet jetzt auch auf den Pfeifenkopf. Für Cornelius Menz heißt das schleifen, schleifen, schleifen. Erstmal mindestens 2 Stunden an der Schleifmaschine, dann kommen nochmal 4 Stunden Handschliff dazu. Die Sorgfalt und die Präzision seiner Arbeit haben auch ihren Preis. Um die 2.000 € werden seine Kunden für eine solche Pfeife später zahlen. Das wirklich Wichtige, das kommt jetzt. Viel Feinarbeit von Hand mit Schleifpapierröllchen. Damit mache ich dann die endgültige Form. Viele kleine Radien und Schwünge, das kann ich nur von Hand machen. Und das ist fast noch wichtiger als die Arbeit an der Schleifscheibe tatsächlich. Ja. Dass zum Beispiel hier ein schöner Schwung entsteht und dieses Unterschnittene vom Kopf gleichmäßig ist. Wenn ich hier schaue, dass die Länge des Holmes auch stimmt und ja, soll ich das sagen, wirklich die Form zu Ende zu arbeiten, dass sie harmonisch ist, dass alle Linien so laufen, wie ich mir das vorstelle und die Rundungen stimmen. Ich wollte eigentlich Künstler werden, so wie meine Eltern, mein Papa. Nach dem Abitur hatte ich vor, Kunst zu studieren. Habe mich aber doch nicht so richtig getraut. Ich dachte, das ist auch eine relativ brotlose Angelegenheit. Und dann kam ich mehr oder weniger zum Textildesign. Fand ich immer noch ein bisschen verwandt, viel Zeichnen und Malen. Und Rauchen hat mich ja schon immer fasziniert. Ja, schon als Kind, wenn ich meinen Großvater oder Urgroßvater Pfeife rauchen sehen habe, das war immer was Tolles irgendwie. Wir haben auch mit meinen Brüdern zusammen mit dem Opa die Zigarren geklaut und heimlich auf dem Feld gequalmt. Das war irgendwie, Rauchen war immer da. Und ich habe gern geschnitzt. Das hat mir mein Papa so ein bisschen gezeigt, ja auch. Und dann habe ich angefangen, Pfeife zu rauchen selber. Und zum 30. Geburtstag habe ich mir so einen vorgefertigten Klotz gewünscht. Tabakloch schon drin, Mundstück dran. Und das war dann irgendwie die Kombination sozusagen des Rauchens und auch des Modellierens oder Schnitzens. Und das hat mich nicht mehr losgelassen von Anfang an tatsächlich. Ja. Und ich wollte das einfach richtig gut können. Das
war einfach nur ein schönes Hobby nebenher. Und ich hatte dann einige Pfeifen fertig und dachte, das sind ja doch zu viele zum selber rauchen. Und habe dann 2 ins Internet gestellt, dachte, guck mal, ob das jemand kauft vielleicht. Und daraufhin meldete sich ein Sammler aus Ulm und fand die schön und hat mich eingeladen zu einem Pfeifenrauchertreffen, was dort in Ulm dann auch kurz danach stattfand. Und da bin ich hin, aufgeregt, und habe, ich glaube, ich hatte 12 Pfeifen dabei und ich habe 8 oder so davon verkauft und war ganz stolz. Und bekam dann von den Leuten einfach auch wie Aufträge eigentlich. Das waren meine ersten Kunden. Und dann wurde das immer mehr. Und dann habe ich eine Weile wirklich vormittags Textildesign gemacht, nachmittags Pfeifen geschliffen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich entscheiden. Und dann habe ich mich für das Pfeifenmachen entschieden. Ja. Es war wohl die richtige Entscheidung. Seine Kunden kommen nicht mehr nur aus Deutschland. Mittlerweile aus der ganzen Welt tatsächlich. Der Sammler aus Ulm hat mir einen Kontakt gemacht zu einem Händler nach Schweden, der sehr gut vernetzt war übers Internet mit den ganzen Sammlern und Kunden. Und dadurch haben meine Pfeifen über die Welt die Verbreitung gefunden. Und mittlerweile Europa, Amerika, jetzt auch im asiatischen Raum, China, Vietnam. Ja. Die Maserung des Bruyère-Holzes soll noch besser zur Geltung kommen. Deshalb beizt sie der Pfeifenbauer mit Farbstoffen, die in Wasser gelöst sind. Die Beize riecht nicht und der Raucher wird sie später auch nicht schmecken. Eine Schicht reicht oft nicht. Die Struktur des Holzes ist ein bisschen unterschiedlich. Die Vogelaugen nehmen das nicht ganz so gut an wie diese gerade Maserung. Da muss ich ein bisschen öfters drüber und ich merke, so ein paar Lagen mehr bringt ein bisschen mehr Kontrast und dann den Farbton, den ich mir so ein bisschen gewünscht habe. Also vielleicht noch eine Lage und dann sieht es richtig gut aus. Wenn die Beize dem Holz den richtigen Farbton verpasst hat, muss Cornelius Menz die Pfeife ölen. Mit sogenanntem Harttrockenöl, einer Mischung aus Leinöl und verkochten Harzen. Mehrere Lagen braucht das Holz. Und muss zwischendurch immer wieder trocknen. Ich arbeite ziemlich lang an so einer Pfeife. Dann bin ich da stundenlang beschäftigt und ich muss die zwischendurch weglegen, um einfach wieder den Blick klar zu kriegen. Und nach einer kleinen Pause nehme ich es anders wahr und sehe dann viel leichter, was mich noch stört und wie ich es noch schöner machen kann. Ja. Ich glaube, das sehen meine Kunden, dass das zu Ende gearbeitet ist und dass ich das wirklich einfach mit echt viel Freude mache nach wie vor. Ich habe immer das Gefühl, das nehmen die Leute wahr. Ja.
die schönsten Pfeifen entstehen wirklich beim Machen. Ja, dass ich nicht viel nachdenke, sondern einfach arbeite. Und am Ende ist die Pfeife fertig, ohne dass ich eigentlich gemerkt habe, dass ich sie gemacht habe. Ja. Ich denke, das kennen viele, die was schaffen, kreativ tätig sind, dass man einfach so ein bisschen abgeschaltet ist und vor sich hin arbeitet und eigentlich spürt oder weiß, was man macht. Und dann ist das fertig und dann wird es meistens gut. Ja. Spiegelblank soll das Mundstück werden. Immer weicher und feiner werden die Polierscheiben. Die Scheiben polieren zuerst das Ebonit und dann das Holz auf Hochglanz. Das zu polieren, das sieht einfach aus, aber es ist ein bisschen diffizil, dass das wirklich überall gleichmäßig ist. Und vor allem, dass man die Beizen nicht wegpoliert, das kann passieren, wenn man zu feste drückt. Ja. Ist aber gut gegangen. Ja, sehr. Glänzt, so wie sie glänzen soll. Keine Macken, keine Fehler in der Maserung. Ein mini kleiner Spot, den kann ich tolerieren. Schön geworden. Ja. Auch der Farbton gefällt mir gut. Ja. Ist das eigentlich immer so ein besonderer Moment oder ist es nur reine Routine bei dir? Nein. Nein, also es ist oft so, ich suche mir einen Klotz aus und finde die Pfeife darin oder habe eine Idee, nehme den Klotz, arbeite dann und habe so doch schon vom inneren Auge, bin ich beim Polieren. Ja, und das ist wirklich, das ist halt der finale Arbeitsgang. Das macht am allermeisten Spaß. Das ist immer eine kleine Überraschung dabei. Ich mache das gerne und ich glaube, das sieht man. Ich mag es einfach, wenn es schön ist. Ja, und das ist sicherlich mehr als nur ein Rauchobjekt. Man kann es ja dann auch lange in der Hand, auch vielleicht gar nicht mehr glimmend sozusagen beim Lesen oder so. Und dann ist es Handschmeichler. Das ist ein blödes Wort, das mag ich nicht so, aber es hat natürlich was davon. Ja. Und ist es, wenn man das gut pflegt, hat man es auch wirklich lange. Also so wie die beschaffen ist, da kann man Jahrzehnte draus rauchen, tatsächlich. Ja. Das ist Aktivkohle, Puder, muss man fast schon sagen, ganz feines Pulver, mit ein bisschen Schamottmehl, auch ganz fein gemahlen, wird mit Wasserglas vermischt und gibt dann so wirklich eine Paste, die fast schwarz auftrocknet. Und das mache ich, erstmal gefällt es mir optisch besser, wenn die Pfeife innen schwarz ist. Und sie ist so ein bisschen ein Gluthemmer. Wenn du die jetzt ohne Paste rauchst, die Pfeife, dann brennt das Holz doch ein bisschen an. Und ich finde, es beißt, wenn man es die ersten paar Male raucht, weil das Holz angekokelt wird. Und so schmeckt es besser. Ja.
Eine Woche lang hat Cornelius Menz an dieser Pfeife gearbeitet, hat ihr im wahrsten Sinne des Wortes seinen Stempel aufgedrückt. Jetzt ist sie fertig. Stopfe sie jetzt mit meinem Lieblingstabak. Der ist schön leicht und schmeckt würzig und süß und ich freue mich drauf. Ja. Die Kunst des Pfeiferauens ist, Geduld zu haben und langsam zu ziehen. Dann ist der Rauch dann kühl und angenehm. Es schmeckt besser vor allen Dingen. Es riecht gut auch für die Umgebung. Und für mich selber ja auch, je nachdem, was für einen Tabak ich rauche. Das kommt dazu. Und ja, das vereint viel an Genuss. Nicht? Haptisch, schmecken, riechen, ja. Sehen. Schön geworden. Ja. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.